Hallo liebe Zwillinge, hier kommt euer Lebensbaum, die Nachricht für euch. Was darf ich eurem Kollektiv weitergeben? So, es geht los. Bei euch sieht man, dass es irgendwelche Sachen gibt, die können mit Freundschaften zu tun haben oder aber auch mit dem Wert der Freundschaft. Möglicherweise versucht der ein oder andere zu überlegen, wie er seine Finanzen so klärt, dass sie längerfristig treu sind. Der ein oder andere kann vielleicht auch Geld verliehen haben und nicht mehr zurückgekriegt haben. Möglicherweise geht es auch um Gelder, die mit Kindern zu tun haben oder um irgendetwas, wo ihr mit finanziellen Mitteln auch konkurriert irgendwo. Das kann jetzt auch unter Arbeitskollegen etwas sein oder ja, wo es einfach darum geht, dass ihr schaut, wie kriegt ihr die Finanzen langfristig so, dass die Wertigkeit von dessen, was ihr gibt, auch dem entspricht, was ihr bekommt. Ich habe eine Situation, die kann im häuslichen Bereich sein, die ein bisschen Aufregung mitbringt. Es kann jetzt auch um Geld, um die häuslichen Kosten gehen oder um Situationen, die da Geld kosten, eine Reparatur, irgendetwas, was hier hineinflattert. Möglicherweise ist es auch etwas, was gar nicht euch gehört, also was euch nicht betrifft, aber es betrifft das Umfeld mit. Hier sieht man ein bisschen Herausforderung. Hier sind unausgesprochene Dinge. Hier ist es nötig, dass man versucht, Situationen so aufzuklären, ja, dass sie einfacher werden. Das kann jetzt tatsächlich im finanziellen Bereich sehr viel sein. Und es geht unter anderem auch um Kosten für Haus, Wohnung, Häuslichkeit, Umfeld. Ich sehe, dass ihr versucht, neue Wege zu gehen. Hier sieht man auch totale Kurskorrektur. Ne? Hier ist so ein Einschnitt in einen Weg, der viel bessere Möglichkeiten mitbringt, der auch neue Energie zurückgibt, der so ein bisschen die Leidenschaft in euch wieder weckt. Und ja, wir haben hier sogar mit den Sternen die guten Wahlmöglichkeiten, die Wunscherfüllungen, also Wege, die ihr euch wünscht, die dann auch so gegangen werden können. Das kann jetzt ein neuer Vertrag sein, auch bezogen auf Häuslichkeit oder irgendetwas Finanzielles. Eine Wende in Beziehungen, wo vorher Hindernisse waren. Ein Arbeitsvertrag, den ihr euch gewünscht habt. Eine Situation, die sich im Kreis gedreht hat, die jetzt eine neue Richtung kriegt. Ihr findet den Weg auszusteigen aus irgendetwas. Hier sind die Neubeginne, auch wieder hier beruflicher Bereich oder aber auch Neubeginne, die sich beruflich für eure Kinder abzeichnen. Eine berufliche Situation wird vielleicht durch eine Kleinigkeit harmonisiert. An sich sieht man bei euch viel die Arbeit an Familienthemen und an Kinderthemen, innerem Kindthematik. Und man sieht, dass ihr eine schwierige Situation, die beruflich da war oder wo ihr viel Konflikte hattet, vielleicht auch mit dem Arbeitsumfeld oder mit dem, was ihr an sich leisten müsst, dass ihr da einen größeren Schatten bearbeitet oder auch versucht, Anfang und Ende von etwas zu starten. Es kann hier sein, dass es auch Arbeit an Beziehungen gibt, deshalb ist hier die Wende drin, ne? Dass man so mehr kommuniziert, dass man sich wieder mehr vertraut, dass man das Herz irgendwie öffnet, dass man Wege findet, wie man gemeinsam etwas durchsetzen kann, wo man vorher geglaubt hat, ich muss alles alleine machen oder da sind ständig irgendwelche Umwege und Konflikte.
Für die Selbstständigen sieht man hier das Verlassen einer Situation, die sehr viel Umwege mitgebracht hat. Man sieht für die, die alleine leben oder so, dass man hier eine große Chance hat, trennende Situationen zu überwinden. Das würde hier auch diesem Ding entsprechen. Das Beziehungsleben stellt sich wieder unter einen guten Stern. Ihr schaut hier direkt in die Blumen. Man sieht hier Nachrichtenaustausch, unter anderem auch mit Ämtern oder Behörden, Sachen, die euch zugesprochen worden sind, wo ihr vorher geglaubt habt, ja, das wird nichts oder da komme ich irgendwie nicht dran. Die einen oder anderen haben vielleicht das Ziel, mehr unterwegs zu sein, zu verreisen, kleinere Unternehmungen zu planen. Man sieht hier sehr viele Einladungen. Das eine oder andere ist vielleicht hier auch eine Kurzreise, ein Wochenendtrip, eine Situation, wo man viel unterwegs ist, sich auf den Weg macht, mehr seine Öffentlichkeit lebt oder sich auch wieder mehr raustraut ins Außen. Hier unten sind Veränderungen an verschiedenen Bereichen, die auch euren Träumen und Wünschen entsprechen. Möglicherweise ist es auch so, dass ihr Bereiche verlässt, die euch irgendwie zu oberflächlich sind. Ne? Der Wert der Freundschaft ist ja auch nochmal angezeigt. Wir haben hier unten auch neue Weggefährten, die euren Werten entsprechen. Man sieht irgendwie, dass ihr was zusammentut oder dass ihr Gesellschaft habt, die euch trägt und nährt. Das ist hier so ein bisschen ja, wie soll ich das nennen? Man säubert das Umfeld und schaut nach Menschen, Situationen, Arbeitsplätzen, Umfeld, das nur noch seiner eigenen Wertigkeit entspricht und macht keine faulen Kompromisse mehr. So, hier hat sich umgedreht der Hamster mit dem Thema Selbstzufriedenheit und das passt, finde ich, sehr gut. Hier geht es darum, dass ihr euch um euch kümmert, dass ihr euer eigenes Reich pflegt, so dieses Umfeldklärende, ne? Dass ihr authentisch sein könnt, dass ihr mit eurem Leben zufrieden seid. Hier ist es einfach so, wenn der Hamster kommt, bringt er auch ein Stückchen Freiheit mit. Er schenkt die Gabe oder die Fähigkeit, mit seinen eigenen Eigenheiten, die man so hat, und mit dem Außen konform zu gehen, sodass man trotzdem man selbst sein kann und irgendwie angepasst an das, was draußen ist oder im Umfeld. Es geht hier auch um Unabhängigkeit, denn der Hamster lehrt, dass man sich selbst versorgen kann. Es ist vielleicht auch eine Zeit, wo man sich im Innern klärt. Eine Zeit, wo man mit sich selbst ins Reine kommt. Und das ist eine Zeit, da ist auch Selbstgenügsamkeit. Und das finde ich gut, denn aus diesem Punkt oder von diesem Punkt aus kann alles, was man hat, nur noch ein Bonbon sein, ein Zubrot irgendwie, ne? Ja, hier geht es auch darum, dass man sich eine Zeit lang mal nur auf sich selbst und seine Bedürfnisse konzentriert. Das sieht man da unten, ne? Man ist unterwegs, um sein Ding zu machen, um durchzuziehen, was für einen selber wichtig ist. So, welche Botschaft kriege ich für euch hier noch? Die Waage. Also es ist so, dass ihr vielleicht, wenn es im Außen auch schon schwer wurde, mal Gewicht angehäuft habt, dass es irgendwo ein Punkt ist, wo ihr auch zu viel mit euch trägt und dass ihr dieses Gewicht irgendwie ablegen dürft, damit ihr mit euch selbst und mit allem im Reinen seid und erleichtert. Liebe Zwillinge, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.